Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen. Heute geht es um Convolutional Neural Networks. So, Convolutional Neural Networks sind normalerweise für die Bildverarbeitung gedacht. Bildverarbeitung in dem Sinne, als dass wir ein Inputbild haben und wir wollen zum Beispiel klassifizieren, ist da jetzt eine Katze drauf oder ist da ein Hund drauf oder irgendwie sowas. So, bevor wir in die richtige Struktur von dem neuronalen Netz gehen, muss ich euch noch erklären, was Convolution bedeutet. Und Convolution bedeutet in etwa Faltung auf Deutsch. Und eine Faltung ist was Mathematisches, das möchte ich euch ganz kurz erklären, was dabei passiert. So, stellt euch das Ganze so vor wie ein Kantendetektor zum Beispiel. Und das ist unser Filterkernel hier. So, und dieser Filterkernel, den legen wir jetzt auf den linken oberen Platz hier. Und wir berechnen diesen roten Fleck hier neu, wobei dieser rote Fleck dann logischerweise in unserem Zielbild hier erscheint. Also, der rote Fleck hier in unserem Zielbild ergibt sich als Summe von dem, was wir hier haben in unserem Kernel, mal dem, was wir im Originalbild haben. Das heißt, in unserem Kernel steht oben links eine Zahl, in unserem Bild steht oben links eine Zahl. Zum Beispiel der RGB-Value. Also normalerweise teilt man ein Bild dann auf in 3 Bilder. Also einmal ein rotes Bild, ein grünes Bild und ein blaues Bild. Also quasi 3 Kanäle, die dann insgesamt das volle Bild ergeben. Und wir betrachten jetzt hier zum Beispiel den Rotkanal. Okay? Also das ist jetzt nur ein Kanal. So, das heißt, hier stehen Zahlen von 0 bis 255 drin. In unserem Filterkernel können irgendwelche Zahlen stehen. Und was wir jetzt hier machen ist, wir nehmen links oben in unserem Bild, um diesen roten Punkt hier zu berechnen, nehmen wir links oben in unserem Bild, also, das hier mal dem hier plus das mal dem plus das hier mal dem hier und so weiter und so fort, bis wir hier unten angekommen sind. Das hier mal dem hier. Einfach alles aufsummieren. Und dann haben wir diesen neuen Fleck hier, diesen roten Fleck bekommen. So, und das machen wir jetzt aber nicht nur logischerweise für diesen roten Fleck, sondern auch für den. Und dazu schieben wir einfach unseren Filterkernel 1 weiter. So, und dann schieben wir ihn noch 1 weiter und bekommen den dritten Pixel und so weiter und so fort. Wenn wir aber hier hinten angekommen sind, das ist der Grund, warum wir an den Seiten jeweils genau 1 Pixel abschneiden, oben, unten, links, rechts. Wenn wir hier angekommen sind und für diesen Fleck hier das Ganze neu berechnen würden, Achtung, hier hört das Bild auf, dann müssten wir hier irgendwas erfinden, was hier an der Seite steht. Und dieses Erfinden, das kann uns neue Strukturen bringen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja die alte Struktur so gut wie es geht beibehalten. Nicht, dass aus unserer Katze irgendwie ein Hund wird oder sowas. Und deswegen schneidet man einfach dann in unserem Zielbild, man hört hier auf, 1 vor dem Ende, und schneidet 1 Pixel an der Seite jeweils ab. Okay, so, wie kann ich das ganze Ding jetzt als neuronales Netz modellieren? Dass ich wirklich nur einen Filterkernel lernen muss und den dann über mein ganzes Bild drüber laufen lasse. Ja, ist gar nicht so kompliziert. Im Prinzip brauchen wir diesen Filterkernel hier nämlich nicht. Und ein neuronales Netz macht doch im Prinzip genau das. Es summiert alle Gewichte auf. Es summiert Gewicht mal Input, Gewicht mal Input, Gewicht mal Input und so weiter, bis wir hier unten sind. Und was wir deswegen machen, ist Folgendes. Da der Kernel hier komplett gleich bleibt, den Kernel seht ihr gerade nicht mehr, aber der Kernel, der verändert sich ja nicht. Hier unten berechne ich noch oder nutze ich noch denselben Kernel wie ganz links oben. Das heißt, egal wie groß mein Bild ist, es bleibt immer genau derselbe Kernel. Und den möchte ich natürlich lernen, da ich gute Strukturen erkennen möchte. Okay, was ich dann mache, ist Folgendes. Für diesen roten Fleck hier nehme ich einfach nicht alle, also ich verbinde nicht alle Input-Neuronen, also jedes einzelne Pixel von meinem Bild ist hier im Prinzip ein Input-Neuron. Ich verwende nicht alle für diesen roten Fleck, sondern ich verwende nur diese 9, die dann meinem Kernel entsprechen. Das heißt, ich habe hier einen 3x3-Kernel und das ist im Prinzip dieser Kernel hier, der wird modelliert durch Neuronen hier, die dann logischerweise wieder Gewichte haben und die lerne ich. Und das heißt, ich lerne diese 9 Gewichte hier, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, das nächste Pixel, also dieses rote hier, lernen möchte, dann nehme ich nicht irgendwie neue Gewichte oder sowas und muss wieder von vorne anfangen zu lernen, sondern ich nutze dieselben Gewichte nochmal und dieselben Gewichte nochmal und dieselben Gewichte nochmal und das die ganze Zeit durch für mein ganzes Bild. Und am Ende habe ich genau gerade mal 9 Gewichte gelernt, die meinem Bild hier neue Struktur geben.
So, jetzt müsst ihr euch überlegen, dass die Kernel allerdings nicht nur 3 Kreuz 3 sind. Die können zum Beispiel auch 5 Kreuz 5 oder noch größer sein. Und eure Bilder sind hier nicht 7 Kreuz 5, sondern die sind normalerweise so um die 1080p, also 1920 mal 1080 oder sowas. Das heißt, die Bilder sind viel, viel größer und deswegen könnt ihr das gar nicht machen, indem ihr immer neue Gewichte benutzt. Das wäre viel zu ineffizient, ihr müsstet viel zu viel lernen und deswegen benutzt man diese Methode hier, dass man eben diese Kernel lernt und gerade mal sehr, sehr wenig Gewichte hat. So, jetzt, wie kann ich das Ganze noch tweaken? Also ich habe dann logischerweise nicht nur ein einzelnes Bild hier, sondern ich habe mehrere Bilder. Ich habe euch ja schon gesagt, ich mache mal die Gewichte hier gerade wieder raus und diese roten Flecken brauchen wir auch nicht. Ich habe nicht nur ein Bild, oh, ist das durchsichtig? Oh, Mano. Okay, ich habe nicht nur ein Bild, sondern ich habe 3 Bilder. Nämlich am Anfang schon, nämlich Rotkanal, Grünkanal, Blaukanal, RGB im Prinzip. Und für jeden davon benutze ich einen eigenen Kernel. Das heißt, ich habe einen Kernel für dieses Bild hier, das wir gerade gemacht haben, einen Kernel für das nächste Bild, die lerne ich dann separat. Und am Ende habe ich dann logischerweise auch nicht nur ein Output hier, sondern ich habe 3 Output-Bilder. Und ja, das eine kommt natürlich aus dem Rotkanal, das nächste aus dem Grünkanal und so weiter und so fort. Das heißt, ich lerne hier im Prinzip 3 Kernel durch diese ganzen Gewichte. Okay, das ist der erste Schritt gewesen. Jetzt haben wir schon mal unser Bild verkleinert. Wir wollen ja am Ende eigentlich nur noch, also ich mache das hier jetzt nochmal raus, so dass wir nur noch ein Layer haben. Wir wollen ja am Ende eigentlich nur noch eine Klassifikation haben, Katze, Hund, Maus, keine Ahnung, was halt da gerade auf diesem Bild drauf ist. Und was wir dann eben machen ist, wir benutzen diese ganzen Bilder hier, ich schiebe das jetzt tatsächlich aber mal raus, und machen das halt mehrfach und am Ende, wenn wir hier sozusagen so weit fertig sind, also wir haben jetzt hier zum Beispiel 50 Schichten oder sowas gemacht und dann habe ich immer noch ein relativ großes Bild. Sagen wir mal, ich habe dieses Bild hier, dieses 7 Kreuz 5 Bild als Ergebnis von vielen, vielen Convolution-Schichten. Das ist nicht cool, weil wir wollen am Ende trotzdem eine Klassifikation haben. Was man, um dieses Bild wirklich kleiner zu kriegen, also mehr als nur ein Pixel an der Seite abzuschneiden, dazu benutzt man ein Pooling Layer. So heißt das ganze Ding. Ein Pooling Layer ist normalerweise zwischen 2 Kreuz 2 und 5 Kreuz 5. Die Kernel können noch größer sein. Wir haben jetzt hier, sagen wir mal, Achtung, das ist jetzt nicht mehr der Kernel dieses Blau. Ich färbe es gerade mal um, damit es eindeutig wird. Das ist jetzt ein Pooling, ein Pooling Layer sozusagen. Und was wir machen ist folgendes. Wir schrumpfen unser Bild, indem wir sagen, okay, dieses 3 Kreuz 3, das wird jetzt auf 1 Pixel reduziert. Das heißt, in unserem Fall ist unser Bild leider nicht ganz kompatibel mit unserem Kernel, mit unserem Pooling-Kernel. So, sagen wir mal, das ist jetzt unser Output-Bild gewesen, das war quadratisch. Und dieses Ding ist mein Pooling-Layer. So, dann habe ich als Output hier gerade mal noch 2 Kreuz 2. Das heißt, ich mache mein Bild viel, viel kleiner. Und innerhalb dieses grünen Bereiches jetzt, da habe ich dann hier, das ist mein einziger Output von diesem grünen Pooling-Layer hier. Was ich nämlich jetzt hier mache, ist normalerweise entweder ein Max-Pooling oder ein Mean-Pooling. Max bedeutet der größte Wert, den ich hier finden kann in meinem grünen Viereck, wird hier reingeschrieben. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier Werte drin stehen, 1, 3, 5, 8, 10, 255, 0, 0, 0, dann kommt hier eine 255 rein. Bei einem Mean Pooling berechne ich den Durchschnitt aller Werte in diesem grünen Teil, also das ist ohne Gewichte, komplett ohne Gewichte, ohne alles. Und ich berechne den Durchschnitt und der Durchschnitt kommt dann hier eben rein, zum Beispiel 100, keine Ahnung. Und das mache ich dann hier auch für diese Seite und für das hier und für hier links unten. Und am Ende bleiben gerade mal noch 4 Werte übrig von meinem 6 Kreuz 6 Bild. Aber das kommt daher, dass ich hier ein 3 Kreuz 3 Kernel habe. Wie gesagt, die kommen in Geschmacksrichtung von 2 Kreuz 2, also so niedlich klein. 2 Pixel auf 2 Pixel werden auf 1 Pixel reduziert, also 4 auf 1 im Prinzip. Bis hin zu Mega-Dingern von 5 Kreuz 5. Ihr müsst immer darauf achten, dass die auch kompatibel sind mit eurem Bild. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier 5 Kreuz 5 und was mache ich dann eben hier? Was mache ich jetzt hier? Schmeiße ich das weg? Naja. Okay, in unserem Fall war es ein 3 Kreuz 3 und es hat wunderbar gepasst. So,
Genau, das ist das Pooling Layer, das kommt normalerweise nach jedem Convolution Layer. Das heißt, ich lerne, ich mache das hier gerade mal alles rückgängig hier. So. Okay, da sind wir wieder. Ich lerne erstmal über Convolution Layer das ganze Ding, habe dann mein Output-Bild und das wird dann über ein Pooling-Layer verkleinert. Dann kommt wieder ein Convolution-Layer, macht mein Bild wieder nur um 1 kleiner, aber dafür findet es neue Strukturen, wie zum Beispiel in der ersten Schicht wird normalerweise nur Kantendetektion gemacht. Dann, wenn ihr das zweite Mal eine Convolution-Schicht habt, kann es schon kleine Elemente wie Kreise oder Spiralen oder sowas erkennen. Und dann in der nächsten Schicht vielleicht kleine Katzenköpfe und dann und so weiter und so fort. So, und das mache ich dann, bis ich sozusagen ein relativ kleines Bild habe. Zum Beispiel so ein 3 Kreuz 5 hier. Das ist absolut in Ordnung hier. Und was ich dann mache, ist folgendes. Ich nehme mein 3 Kreuz 5 Bild und habe dann hier wirklich eine komplette Schicht an Neuronen. Eine komplett normale Feed-Forward neuronales Netz, so wie wir es bisher immer gelernt haben, Schicht. Und die sind dann tatsächlich alle mit allen verbunden. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, 8 Neuronen oder sowas und dann verbinde ich hier wirklich alles mit allem. Also ich mache es jetzt nochmal exemplarisch für die beiden und das hier oben. Wir verbinden wieder alles mit allem, so wie wir es immer getan haben und dann machen wir hier noch ein paar weitere, upsala, das sollte eigentlich ein Rechteck werden. Dann machen wir hier noch ein paar weitere Hidden-Schichten oder sowas oder wir machen einfach ein Softmax und dieses Softmax wird dann für, das hier bedeutet übrigens komplett verbunden, was ich hier gerade gemacht habe. So, also das ist auch komplett verbunden, stinknormales Feed-Forward neuronales Netz und am Ende haben wir ein Softmax und das sagt mir dann, hier haben wir Neuronen für Katze, Hund, Maus, Elefant oder sowas und am Ende habe ich dann eben ein Softmax und das heißt, ich bekomme hier als Output Katze zum Beispiel. Ja, und so funktionieren dann diese Convolution Neural Networks, wenn ihr sie ganz normal anwendet. Also im Prinzip Convolution, Pooling, Convolution, Pooling, Convolution, Pooling und so weiter und so fort, bis euer Bild irgendwann mal klein genug ist. Dann macht ihr Feed Forward, Feed Forward, Feed Forward und dann irgendwann mal Softmax, wenn ihr eine Klassifikation habt. Okay, so könnt ihr richtig, richtig gut Bilder klassifizieren. Ihr müsst sie allerdings noch trainieren, logischerweise. Und dazu braucht ihr viele Trainingsdaten, das sage ich euch gleich, aber längst nicht so viele Trainingsdaten, wie ihr brauchen würdet, wenn ihr hier alle Schichten komplett miteinander verbunden hättet. Dieses Weight Sharing erspart euch einen Faktor an Bildern, die ihr braucht, um mindestens, keine Ahnung, 1000 Bilder weniger, also viel, viel, viel weniger Bilder braucht ihr, um dieses neuronale Netz zu trainieren. Gut, jetzt könnt ihr Bilderkennung machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.